Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Mentalität der Realist nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke zusammenfassen. Deine Mentalität ist deine Haltung gegenüber deiner individuellen Realität. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Mentalitäten anzuschauen. Ich sehe alle Sichtweisen auf die Situation. Ein Realist ist ein Mensch, der den richtigen Abstand zu seinen Idealen hat. Truman Capote. Jede neue Erfahrung bringt ihre eigene Reife und eine größere Klarheit der Ansicht mit sich. Indira Gandhi. Die Mentalität Realist ist die siebte und letzte der 7 Mentalitäten. Sie befindet sich in der Spalte der Energie 7 und deswegen gehört sie zur strukturierenden, orientierenden und integrierenden Grundenergie 7. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Mentalität Zyniker auf der Aktionsebene. Bei der Mentalität Realist geht es somit um Aktionismus und Handlungen. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich und somit ist auch diese Mentalität der männlichen Dualität zugeordnet. Männliche Mentalitäten wirken etwas extrovertierter und nach außen gewandter als weibliche Mentalitäten. Ich werde jetzt ein paar Fakten zur Mentalität Realist aufzählen. Interessiert dich deine Mentalität? Kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle König, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von dieser Mentalität angesprochen fühlen. Sie ist ja der königlichen Energie 7 zugeordnet. Die Seelenrolle König zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nach der Wirklichkeit richtet, Zusammenhänge entschlüsselt und die Wahrheit in Äußerungen erkennt. Menschen mit der Mentalität Realist vermuten die Wirklichkeit und Wahrheit in ihrem Standpunkt und ihrer Weltsicht. Sie erleben sich als in der Realität vollkommen eingebunden. Ihr Ziel ist es, die Wahrheit aufzudecken. Häufig fragen sie: Ist es wirklich so? Sie prüfen Pläne, Wünsche, Ereignisse und Erlebnisse auf ihren Realitätsgehalt. Deswegen geben sie sich keinen Illusionen hin. Menschen mit der Mentalität Realist legen einen großen Wert auf Ehrlichkeit, wobei Ehrlichkeit für sie bedeutet, Wirklichkeit von Fantasie zu unterscheiden. Im Gegensatz zur Mentalität Skeptiker ist für sie die Wahrheit im Absoluten vorhanden. Andere Mentalitäten erdulden, zweifeln, wünschen und glauben. Die Mentalität Realist nimmt wahr. Menschen mit der Mentalität Realist nehmen aber oft nicht wahr, dass ihre Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist. Sie halten die übrigen Mentalitäten für Träumer und sprechen ihnen ihr Wahrnehmungspotenzial ab. Nur die Mentalität Zyniker scheint für sie noch einigermaßen mit der Realität in Kontakt zu sein. Sie übersehen, dass es weitere Ebenen der Realität und andere Sichtweisen darauf gibt. Beispielsweise gibt es noch die Ebenen der stoischen Akzeptanz, des Zweifels, der Hoffnung und des Glaubens. Menschen mit der Mentalität Realist müssen aus der Wirklichkeit nichts anderes machen. Ihnen genügt es, die Realität zu betrachten und sich über sie zu freuen. Sie fürchten sich vor dem Unwirklichen und Unbegreifbaren. Die Mentalität Realist hat den Minuspol mutmaßend und den Pluspol wahrnehmend. Menschen im Minuspol mutmaßend haben eine von Angst getrübte Wahrnehmung. Diese entspricht nicht mehr der Realität. Ihre Wahrnehmungsqualität hat an Reinheit und Klarheit verloren. Menschen in diesem Minuspol erkennen zwar Richtiges, erweitern dieses aber durch angstvolle Mutmaßung. Sie machen mehr aus ihrer Wahrnehmung, als wirklich vorhanden ist. Zudem schweifen sie in Vergangenheit und Zukunft ab. Sie fantasieren und neigen dazu, ihre Vorstellungen für real zu halten. Menschen in diesem Minuspol stellen sich über andere Mentalitäten. Sie verachten die Mitmenschen, die die Wirklichkeit nicht so sehen wie sie selbst. Darüber hinaus halten sie diese für unrealistisch, dumm, überängstlich, gefühllos und naiv. Für sie ist ihre Wirklichkeit die absolute Wahrheit. Sie verleugnen die Perspektiven ihrer Mitmenschen und erklären sie für ungültig. Ihr Verhalten kann zerstörerisch wirken. Menschen im Pluspol wahrnehmend erlangen in ihrer Wahrnehmung eine Klarheit, die bei der Bewältigung des Alltags sehr hilfreich sein kann. Sie betrachten alles so lange,
bis sie es verstanden haben. Im Zuge dessen erkennen sie Kausalketten, Zusammenhänge, Illusionen, Heucheleien, Lebenslügen und Motivationen. Sie vertrauen darauf, dass sie alles in sich tragen, um mit der Wirklichkeit in Kontakt treten zu können. Menschen in diesem Pluspol sind bereit, ihre eigene Klarsicht in Frage zu stellen. Sie ziehen in Betracht, dass ihre Wahrnehmung durch Ängste getrübt sein könnte. Außerdem wissen sie, dass sie eine lebhafte Fantasie besitzen und dazu neigen, sie mit der Realität zu verwechseln. Ihre Betrachtungsweise der Wahrheit ist lediglich ein Produkt ihrer Vorstellungskraft. Sie erweitern ihre eigene Wahrnehmungsfähigkeit durch die Sichtweisen der Pluspole der anderen 6 Mentalitäten. Ich zitiere die Quelle: Welt, Wahrheit und Wirklichkeit, von einem Realisten in Liebe erkannt, wirken befreiend, unterstützend und nährend. Ein Realist hält sich für weitblickend und tolerant. Er kann es werden, sein und bleiben, wenn er sich nicht aus dem großen Gesamtgefüge menschlicher Wahrheiten ausschließt, indem er sich selbst für den einzigen hält, der sie erkennen kann. Der Realist hegt große Sehnsucht nach Freiheit von falschen Vorstellungen. Alles, was falsch ist oder in seinen Ohren falsch klingt, bekümmert ihn, und er möchte es aus seinem Leben fernhalten. Wenn ein Realist klar sieht und seine Wahrnehmungsfähigkeit von Liebe erfüllt ist, stellt er seinen Mitmenschen eine überaus wertvolle Hilfe zur Verfügung. Zitat Ende. Hast du die Mentalität Realist oder glaubst du sie zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit der Mentalität Realist gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Mentalität Realist sind Queen Elizabeth II., Nelson Mandela und Hillary Clinton. Für mehr Informationen zu den Mentalitäten empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deiner Mentalität das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Mentalität und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.